Hallo liebe Aquarellfreunde, herzlich willkommen in der Aquarellwerkstatt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem heutigen Bild. Einige von euch haben sich dieses typische Lübeck-Motiv gewünscht. In meinen Workshops in Lübeck haben wir schon häufiger vor Ort dieses Motiv gemalt. Heute arbeite ich aber im Atelier und nutze dieses Foto und meine Tonwertskizze für mein eigentliches Aquarell. Wichtig ist bei diesem Stadtmotiv, dass die Proportionen stimmen, die Köpfe der Menschen auf einer Höhe sind und die Autos von der Größe her einigermaßen stimmig. Ich beginne mit einer Untermalung aus lichtem Ocker in den Gebäuden. Dazu kommt ganz wenig kühles Rot, hier Alizarin Karmesin, und von oben Kobaltblau dagegen. Mit ein paar wenigen Strichen verbinde ich die Farben und erhalte so einen leicht dunstigen, schlichten Himmel. In den nassen Farbauftrag setze ich hier etwas Sienna gebrannt in das Holstentor, um die rote Backsteinfarbe schon etwas vorzubereiten. Kräftiges, kühles Rot variiert diese Farbstimmung auf der rechten Seite. Auf den Autodächern bleibt ein bisschen Papierweiß stehen. Für den leuchtenden Bereich auf der Straße arbeite ich mit viel Wasser, nach vorne hin mit etwas mehr Farbe, um Nähe anzudeuten. Dieses Auto bereite ich schon blau vor und ziehe die Farbe seitlich ins Bild hinein. Dies bettet die Form des Autos später gut in die Umgebung ein. Den Rand jetzt gut abwischen, damit es keine Rückläufe gibt, und einmal komplett trocknen lassen. Im nächsten Farbauftrag beginne ich mit Sienna gebrannt und Alizarin Karmesin für das Holstentor. Ich versuche die Mischung bewusst variabel und locker zu halten. Ich möchte nicht ausmalen, sondern die Backsteinfarbigkeit eher als Grundstimmung einfangen. Beachtet mal die großen Tropfen hier am unteren linken Rand. Sie zeigen ganz schön, mit wie viel Wasser ich arbeite, um die Pigmente zum Fließen zu bringen. Die beiden Türme male ich mit Neutraltinte und ein wenig Kobalt Türkis Light. Die Farbe läuft relativ stark in das Orange des Tores, aber ich denke, nachher wird es als Gesamteindruck gut funktionieren. Mit lockeren Pinselstrichen male ich nun die alten Speicher auf der rechten Seite und die Petrikirche. Mit Lavendelblau geht es hier auf der linken Seite weiter. Die Marienkirche wird auch nur ganz leicht als Silhouette angedeutet. Mit einer kräftigen Mischung aus Neutraltinte und Rot setze ich hier die Figuren in den Vordergrund. Die Autos und die Figuren verbinden die kräftige mittlere Ebene mit dem Vordergrund. Die Personen male ich ganz locker in verschiedenen Farben und versuche auch die verschiedenen Bewegungen einzufangen. Die Schatten unter den Autos schaffen wichtige horizontale Verbindungen zwischen den Formen. Und auch der große Schatten hier im Vordergrund wirkt wie eine Art Rahmen für den Bildfokus. Ein paar Linien für die perspektivische Wirkung des Raumes ziehe ich von einem Fluchtpunkt auf Augenhöhe strahlenförmig in den Bildraum hinein. Auch diese Linien verbinden die einzelnen Ebenen miteinander. Hier hole ich mit dem trockenen Pinsel
die Linie im dunklen Schatten wieder leicht heraus, sodass sich ein reizvolles Spiel zwischen negativ und positiven Formen ergibt. Jetzt ist alles noch einmal durchgetrocknet und ich kann das runde Holstentor noch ein wenig modellieren. Der Fahrradfahrer sitzt direkt im Bildfokus und wird deshalb mit einigen Details besonders ausgearbeitet. Hier rechts kreiere ich mit relativ dunklen Tonwerten und verschiedenen Farben eine ganze Menschengruppe. Die Formen verschmelzen teilweise miteinander. Mit trockenem Pinsel setze ich durchbrochene Striche, um Schatten und Fenster anzudeuten. Auch die großen Schatten im Holstentor arbeite ich noch ein wenig nach. Hier über den Autos brauche ich noch mehr Kontrast. Ein kräftiger Auftrag mit Neutraltinte und Sienna gebrannt rund um die Autos bringt mehr Tiefe in den Hintergrund. Auch die Autoformen im Schatten hier vorne müssen noch etwas dunkler überarbeitet werden. Die hohen Laternenmasten machen immer viel Spaß. Hier nochmal das Foto zum Überprüfen. Tatsächlich sind einige Laternen im Vordergrund so hoch, dass sie aus dem Bild hinauswachsen. Hier ein Verkehrsschild, dort noch eine Laterne. Diesen Schritt nenne ich immer Möblierung meiner urbanen Szene. Noch einige weiße Highlights, um sonniges Gegenlicht anzudeuten. Und das Tor braucht natürlich auch noch seine typischen weißen Ringe. So, für heute soll es reichen. Ich hoffe, mein Lübeck-Motiv hat euch gefallen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Ausprobieren. Vielen Dank an alle, die uns hier auf YouTube schon unterstützen. Mit eurer Hilfe können wir auch in Zukunft interessante neue Aquarellfilme herstellen. Für alle, die noch dazukommen wollen, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung.